Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Endlich haben wir die Nachricht, auf die wir so lange gewartet haben. Der FEC-Server-Transfer ist endlich am Start. Wenn ihr euch jetzt einloggt, könnt ihr auswählen, auf welchen Server ihr transferieren wollt. Borodeng. Könnt also frei entscheiden, auf welchen Server ihr gehen wollt. Und Borodeng, diese Auswahl solltet ihr halt gut überlegen, weil ihr könnt sie auch nicht ändern. Wenn ihr einmal Borodeng ausgewählt habt, könnt ihr das nicht mehr ändern. Genau. Außerdem haben wir hier natürlich, wie gesagt, die Transferliste. Wir gucken uns gleich ein paar Beispiele an. Allerdings seht ihr schon, es sind 86 DIN A4 PDF-Seiten. Also, das werden wir ganz sicher nicht abschließend durchgehen. Außerdem sind viele Items einfach absolut gleichartig. Also gibt es eigentlich nur verschiedene Kategorien von Items, die wir uns beispielhaft angucken werden. Und dann gibt es hier noch so ein kurzes Q&A zum Servertransfer auf Borodeng, den ihr machen wollt. Und dann gibt es außerdem noch eine Info, die WeMade Connect Accounts, heißt das hier, werden automatisch auf einen neuen koreanischen Server namens Demian transferiert. Das heißt, nach dem FEC wird es einen weiteren neuen Server geben, was ich persönlich für eine furchtbare Idee halte. Ich glaube, ich habe auf dem gesamten FEC 2025 keinen einzigen Spieler oder keinen einzigen koreanischen Spieler getroffen. Es gab zwar ein paar Leute, es gab eine Gilde mit dem Namen Korea, es gab natürlich Leute mit koreanischen Schriftzeichen im Namen, aber wie viele davon und ob überhaupt jemand davon aus Korea kam, irgendwie bezweifle ich das, ehrlich gesagt. Und ja, also ich denke, der Server wird noch weniger Spieler haben als der japanische. Der japanische hat bereits extrem wenige aktive Spieler. Viele von denen, die dort spielen, sind nicht mal Japaner. Anders als Spieler auf Borodeng, auf den ihr transferieren solltet. Und entsprechend ist das halt irgendwie eine fragwürdige Entscheidung, weil ich denke, der Server ist der Server ist jetzt noch nicht mal, er existiert noch gar nicht und ist jetzt eigentlich schon zum Tode verurteilt. Also, ja, kein großer Fan von dieser Entscheidung. Wird halt den wenigen Leuten, die da hintransferiert werden, worauf sie keinen Einfluss haben, sehr schnell sehr leid tun. Und das könnte halt natürlich schlechte Konsequenzen für diese Leute haben, dass sie halt neu anfangen müssen oder halt sehr unzufrieden sein werden. Genau. Außerdem alle Charakter, die keinen Transfer auf Borodeng beantragen, werden nicht transferiert, also gelöscht. Das ist vielen Leuten bereits in der Vergangenheit passiert. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie sowas passieren kann. Hab's von Anfang an gesagt, einfach eine Erinnerung in den Wecker stellen. Gut, das Enddatum des FECs hat sich leider geändert, aber das hätte man ja dann auch mitbekommen. Und dann kann man das eigentlich nicht vergessen. Und ich meine, wenn man hier so viel Zeit und teilweise auch Geld reinsteckt, um dann den Transfer auf Borodeng zu verpassen, tut halt schon ganz schön weh. Also kann man eigentlich echt leicht vermeiden. So, dann haben wir jetzt noch hier ein paar Fragen. Also wann endet der Server jetzt hier? Oktober 23. Und wie lange es dauert, ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Normalerweise sollte es sofort sein. Es kann aber stark davon abhängen, je nachdem wie viele Charakter transferiert werden. Und im schlimmsten Fall dauert es auch ein paar Tage. Genau. Also für alle. Das heißt, manche Leute sind sofort transferiert, manche vielleicht ein paar Stunden später und manche im schlimmsten Fall sogar erst ein paar Tage später, wenn sie auf Borodeng transferiert werden. Will I be able to transfer characters to different servers, even if they are on the same account? Das ist eigentlich die gleiche Q&A wie letztes Jahr, by the way. Ich glaube, es ist literally copy-pasted. Pro Character kann man den Zielserver auswählen. Also man kann auf jedem Charakter Borodeng auswählen, um auf Borodeng zu transferieren. Das Ganze ist aber so, dass der Charakter mit dem höchsten Level die accountgebundenen Achievements, also Monster Achievements sind das größtenteils, mitnimmt und die anderen Charakter gehen dann quasi leer aus. Das heißt, wenn man wirklich die Wahl treffen soll zwischen Borodeng und einem anderen Server für 2 Charakter auf dem gleichen Account, nimmt nur ein Charakter die Achievements mit, aber grundsätzlich ist das möglich. Gibt es ein Level-Requirement für Charakter, um transferiert zu werden? Ja, man muss mindestens Level 20 sein. Und when people the minimum level reach but deleveled below the requirement level, was in dem Fall wirklich wenig Sinn ergibt, weil Level 20 wäre zum Teufel delevelt unter Level 20. Es ergibt literally keinen Sinn, weil du mit Level 20 Leute auf Level 1 P-Leveln kannst. Genau, und sie behalten sich aber das Recht vor, die Leute, die irgendwelche Game Abuses gemacht haben, nicht zu transferieren, auch wenn sie tatsächlich Level 20 sind.
und dann werden hier noch ein paar Beispiele angeführt. Hier ist die Liste verlinkt in diesem Beitrag, auch auf der Webseite. Ist irgendwie ein bisschen komisch, weil es ist ein Google Drive-Dokument und da muss es erst von Google Drive runterladen. Das ist ein bisschen umständlich. Letztes Jahr war es einfach direkt ein PDF im Browser, das man öffnen konnte. Genau, und dann haben wir noch ein paar andere Regeln zum Transfer, die man nicht aus der Liste quasi ablesen kann. Alle tradable Items, also alle nicht gebundenen Items und alle FEC-spezifischen Items werden accountgebunden nach dem Transfer. Transferierte Items behalten alle ihre Attribute, das heißt Skins, Upgrade-Level, Element etc. Wenn ein Item ein Level-Down oder alternative Upgrade-Effekte, Scroll auf Upgrade-Effekt, hat, vor dem Transfer auf Boarding, wird die Scroll einfach zurückgegeben, man kann sie dann wieder draufpacken, also das Item wird ohne Level Down und so weiter transferiert und man muss es dann halt wieder drauf machen, man kriegt die Scroll quasi zurück. Alle Battle Pass Fortschritte werden genauso transferiert, wie sie sind, also wird dann nicht zurückgesetzt oder so. Alle Buff-Items werden transferiert oder alle Buffs werden transferiert, solange es halt nicht Not oder No Transfer ist. Das bezieht sich vor allem auf die FEC Flask. Wie heißt die auf Englisch? Adventurers. Fortune Elixir wird natürlich nicht transferiert. Selbiges geht auch für achso, nee, das ist schon. Ja, genau. Elixir und Flask. Also PvE, Flask, sowohl in der Penya als auch in der F-Coin-Variante natürlich nicht. Die Garderobe wird transferred und auch dann, wenn ein Item theoretisch als if not time limited drinsteht, also quasi einfach alles, was in der Garderobe ist, wird transferiert. Wobei das euch selbsterklärend ist, sehe ich gerade, oder merke ich gerade, das ist eigentlich kompletter Schwachsinn, weil du kannst ja überhaupt kein Item, das time limit ist, überhaupt in die Garderobe zu tun. Vergesst, was ich gesagt habe, also einfach alles, was in der Garderobe ist, wird transferiert. Achievements und Quests werden transferiert, accountgebundene Achievements nur mit dem höchsten Charakter und Party, Gilde, Freundesliste werden nicht transferiert. Pets auch nicht, steht jetzt hier nicht extra dabei, weil man es einfach aus der Liste entnehmen kann, aber haben wir direkt unser zweites Beispiel für den Transfer auf Boodeng. Unicorn, Korall, No Transfer, No Transfer, No Transfer. Aber das wussten wir ja schon, haben wir von Anfang an gesagt. Das ist auch immer geil. Werden Items aus dem bla 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 bla, please refer to the item transfer list. Also einfach für alles eigentlich, was du nachschauen willst, schau einfach auf die Transferliste. Es ergibt wenig Sinn, irgendjemanden zu fragen, weil jeder, den du fragst, macht nichts anderes, als hier reinzugehen. Also hier war jetzt zum Beispiel die Frage nach dem plus 7 Stat Elixir. Dann gebe ich ein Elixir of the Tiger. Elixir of the Tiger, always transferred. Frage beantwortet. Always transferred. Vollkommen egal, woher du das Elixir hast. Ob aus Dailies, ob aus Event, Battle Pass oder für Penny aus dem Cash-Shop. Da steht always transferred. Und es gibt nur einen einzigen Eintrag zu Elixir of the Tiger. Also absolut hieb- und stichfest. Werden seriengebundene Upgrade-Scrolls from Packages, also ich glaube, es bezieht sich auf Smelling Scroll Packages, bezogen. Gleiches Spiel. Gib's einfach ein. Smelting. Das sind genau die Beispiele, die ich machen wollte. Smelling Scroll Box, always transferred. Oh, hoppla. Und dann Scroll of a Product, always transferred. Will Battle Pass Rewards, Scrolls, Consumables, etc. be transferred if the person has bought a pass with F-Coins? Oh Gott, was ist das für eine Frage? Ich glaube, das ist auch die gleiche Frage wie letztes Jahr. Ja, gleiches Spiel, gebt's einfach ein, falls ihr da irgendwo unsicher seid. Werden aktive Party-Scrolls, das ist jetzt ein bisschen was anderes, Inventory-Bags, Aura etc., also alle Items aus dem Cash-Shop, die eine Laufzeit haben und noch aktiv sind, also schon benutzt wurden, transferiert. Und genau die gleiche Antwort eigentlich, solange es nicht No Transfer ist, wird es genauso transferiert. Also wenn du 5 Tage Zeit übrig hast heute und dann ist morgen Transfer, dann hast du halt morgen um die gleiche Uhrzeit wie heute halt noch 4 Tage logischerweise. Es läuft einfach ganz normal weiter und wird nicht deaktiviert oder so. Werden Items von anderen, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was die Frage überhaupt bedeuten soll. Aber egal. Werden nicht FEC-Setparts und Waffen in der Inventar, Bank, bla bla bla, mit Level Down transferiert. Level Downs
10 ja als Cash-Up-Items. Also das ist quasi eine Frage, kann ich ein Level Down nutzen, um ein Item immer transferieren zu lassen? Antwort, Level Down wird zurückgegeben, aber das Item wird nicht transferiert. Funktioniert also nicht. Gameplay Event Rewards. Würde Master Quest Completion Emblems transfer over? Ja. Will Level Reach Rewards Consumables Titles be transferred? The special titles you obtain will be transferred. Please refer to the item list. Um zu wissen, welche anderen Belohnungen transferiert werden. Und das war's eigentlich auch schon. Wie gesagt, einfach wirklich, das hier sind die wichtigen Sachen. Weil hier stehen tatsächlich die Sachen, die nicht in der Liste drin stehen. Und ansonsten steht alles, also wirklich alles in der Liste. Ich meine, es ist eine 86-seitige PDF. Auf jeder Seite stehen, keine Ahnung wie viele Sachen, 50 oder so. Es sind mehrere tausend Items, die hier wirklich einzeln gelistet sind. Vor allem wirklich auch so, also in Anführungszeichen dämliche Sachen wie, 2%. Speedsets. Hier ist einfach jedes Speedset gelistet. Also gefühlt die Hälfte der Seiten sind einfach nur CS-Sets bzw. Speed-Sets. So genau ist diese Liste. Und ja, Beispiele hatten wir jetzt schon genug. Also letztendlich, hier kommt immer das gleiche Ergebnis. Also eigentlich alles, jedes Item aus dem Cash-Shop, vollkommen egal, wie ihr es gekauft habt, außer die FEC-spezifischen Items, genauso wie wir es gerade gelesen haben, wie eben die Adventurer Flask, Adventurer Elixir und so weiter, werden transferiert. Wenn es eben nicht time-limited ist, aber wenn es time-limited ist, ist es in der Regel auch nicht aus dem Cash-Shop. Also vielleicht 30 Tage 200% Speed-Pads, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, wer sich sowas überhaupt kauft. Genau, und ansonsten, wie gesagt, muss man einfach nachgucken. Für Equipment gilt wie immer, du musst das Equipment ausgerüstet haben, sonst wird es gelöscht. Also wenn ich jetzt hier Nanex eingebe, wird nur übertragen, wenn ich es ausgerüstet habe. Dann bei der Bloody Cloud ist es Blood Red. Ist es das gleiche. Musst du ausgerüstet haben. Also wenn ihr Bloody Cloud mitnehmen will auf Bodeng, ihr müsst euch draufstellen am letzten Tag vom FEC, sonst wird es gelöscht. Übrigens, Housing wird auch übertragen. Also Housing, am besten jedem eurer Charakter noch ein Haus kaufen. Penya am letzten Tag vom FEC ist sowieso wertlos. Also kauft euren Charakter noch ein Haus, dann habt ihr es quasi mehr oder weniger gratis. Auf Bodeng wird es euch 100 Mio kosten. Das sind so kleine Tricks. Ich würde euch jetzt auch schon empfehlen, im Cash-Shop alles für Penya zu kaufen, jeden Tag. Also Dungeon Coins, Power-Ups etc. Einfach alles für Penya kaufen aus dem Cash-Shop, was geht. Auch wenn ihr die Items jetzt nicht gar nicht so gut findet oder nicht. Aber wie gesagt, das Penya auf FEC wird langsam wertlos. Habt ihr ja selber schon gemerkt. Vor allem in den letzten Tagen ist es wirklich komplett wertlos. Da kosten Lightning 4 Karten dann mehrere 100 Millionen. Also ja, einfach weg damit. Und dann noch die Frage, die uns alle länger schon rumgetrieben hat, ist, was ist mit den Crystal-Waffen oder Crystal whatever, 150er Zeug. Hier gelten tatsächlich, kulant wie sie sind, die gleichen Regeln wie letztes Jahr. Also sämtliches 150er Equipment wird immer übertragen. Das heißt, ihr habt es ja gelesen, ein Level 20er Charakter wird grundsätzlich transferiert, wenn er nicht gegen Spielregeln verstoßen hat oder so. Das heißt, ihr könnt einem Level 20er Charakter, den ihr Blade 150 nennt, könnt ihr eine 2 Lusagas Crystal Äxte geben, 150er PvE-Set, 150er Wild-Set und der nimmt alles mit auf Bodeng, dann könnt ihr den auf Bodeng hochleveln, dann habt ihr einen perfekten, oder nicht perfekt, aber dann habt ihr einen Endgame ausgerüsteten Blade, der alles vom FEC mitgenommen hat, obwohl er Level 20 war. Das geht. Theoretisch. Wie sinnvoll das ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber es geht. Also ihr könnt alles mitnehmen. Ihr könnt 5 Äxte mitnehmen, 20 Bögen, 70 Schilde. Wird immer transferiert. Also müsst ihr nicht ausgerüstet haben in dem Fall. Ist halt vor allem dahingehend cool, weil du quasi ein PvP-Set tragen kannst. Das PvP-Set wird nämlich, soweit ich weiß, kann man auch nochmal eingeben, Obsidian. Moment mal, das Obsidian wird gar nicht übertragen? Oh, okay. Haben wir auch eine interessante Ausnahme gefunden. Das wusste ich tatsächlich nicht. Okay, das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Dann könnte man sich ein PvP-Set auf dem FEC kaufen, ausrüsten und dann quasi zusätzlich noch PvE plus Wilds und alles drum und dran. Aber das scheint tatsächlich nicht zu gehen. Das ist interessant. Schauen wir mal, ob das jetzt nur für Acer gilt. Das wird natürlich keinen Sinn ergeben. Gehen wir noch Cruentus ein. Oh, Cruentus ist hier, lol. No, mind. My bad.
Ach so, bei Nevermind ist das Armor-Set. Nevermind. Obsidian Acer Suit wäre interessant hier. Ah, Nevermind, geht schon, ne? Es geht nur für diese Box nicht. Ich wollte schon sagen, es hätte mich jetzt echt gewundert, aber es würde irgendwie überhaupt keinen Sinn ergeben. Nevermind, streicht das, es geht doch. Also man kann quasi PvP-Set ausrüsten und trotzdem alles mitnehmen. Und für FEC Gold gilt übrigens, wenn ihr irgendwas mit Golden eingibt, es gibt zu viele eines mit Gold. Golden Stick, wie ist die Reihenfolge von Golden? Nein, das ist nicht. FEC Gold, dann eben so. Always transferred, da geht das Gleiche. Also FEC-Sachen, FEC-spezifische Sachen werden grundsätzlich immer transferiert, egal wo sie sich befinden. Aber für 150er Equipment gilt es generell. Also ihr könnt machen, was ihr wollt letztendlich. Ja, und ich denke, das waren genug Beispiele, wie schon zigmal erwähnt. Einfach in die Liste gucken. Ja, also nichts anderes mache ich, nichts anderes macht irgendjemand anders, wenn ihr jemanden fragt. Also das ist euer Werkzeug für die nächsten Wochen oder unser Werkzeug. Und ja, cool, dass auf jeden Fall rechtzeitig angekündigt wird. 3 Wochen vor Schluss, finde ich, ist angemessen. Früher wäre natürlich auch nicht schlecht, aber naja, ist auf jeden Fall nicht zu spät. Und transferieren kann man jetzt auch schon. Also wer will, kann jetzt quasi faktisch den FEC für sich selbst abhaken. Man kann alles aufräumen, theoretisch. Man könnte seinen Charakter freimachen. Man könnte den Transfer beantragen für alle Charakter, all sein Geld ausgeben und dann theoretisch jetzt schon weggehen, weil dann hätte man theoretisch alles erledigt und dann könnte man sich sozusagen darum nicht mehr kümmern, bis halt dann wieder der Transfer stattgefunden hat. Also wenn jetzt Leute, sage ich mal, etwas ermüdet sind vom FEC, dann könnten sie das so machen, weil man jetzt eben alle Infos theoretisch zumindest hat. Also es sollten hoffentlich keine großartigen Änderungen dazu kommen. Und wenn, dann sind es wahrscheinlich nur Erweiterungen, weil vielleicht irgendein Item fehlt oder so. Aber das ist höchst unwahrscheinlich. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten jetzt hätte ich es beinahe wieder gesagt. Fly Universe Video, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.